Vāgīṣajusya vadane Lakshmirjasya ca vakshasi Jasyasti hide sambhid Tvam Nṛsiṃham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Prayena deva munayo savimukti kama Maunam charanti vijanina parathanishta Naitan vihaya kipanana vimumukshayeko Nanyam tadasya saranam brahmato nupase Prayena deva munayo savimukti kama Maunam charanti vijanina parathanishta Naitana vihaya kipanana vimumukshayeko Nanyam tadasya saranam brahmato nupase. Gauriya Goshtipati, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, actually bonded soul, they cannot find their... Die Goshtipati Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass die verstrickten Seelen in der Welt, die können nicht den eigenen Fehler sehen. Nur die können Fehler mit anderen finden. So, Guru und Vaishnava, die sagen uns immer, mach das, aber das ist keine Art von Strafe, sondern das ist gut. So, Srila Prabhupada hat oft gesagt, Parasvabhave karmani navsu. Also, du sollst nie irgendwelche Fehler mit anderen finden, aber die materiellen, verstrickten Seelen machen das die ganze Zeit. Aber bei Guru und Vaishnava ist das nicht so, auch wenn die ganz stark sprechen, gegen meine Natur jetzt, sondern das ist so wie eine Medizin dann. Also Vaishnavas können so sprechen. So, das ist die Aufgabe von Guru und Vaishnava. Also wenn Gurudev das nicht macht, nachher geht der Schüler in die Hölle, wenn er nicht folgt, wirklich. In die Hölle bedeutet, dass er mehr und mehr verstrickt wird im materiellen Leben. Parasvabhava karma. Also passt da auf in der materiellen Welt, dass du niemanden lobst und niemanden kritisierst. Was kann man jetzt sagen beim Lob? Also kann man kein Lob sprechen? Ja, du sollst kein Lob sprechen, weil das materielle Qualitäten sind. Gebundene Seelen, wenn man die kritisiert oder lobt, nachher konzentrierst du dich auf das. So, zu der Zeit, wenn man das ja macht, ist das ein großes Problem. Also, es ist, ja, er wiederholt es wieder, es ist ein Problem für verstrickte Seele. Eine gebundene Seele, eine verstrickte Seele, sollst du nicht dagegen sprechen oder kritisieren oder sie loben. Also ansonsten konzentrierst du dich an das und du gehst runter. Prahlad Maharaj ist
ist unser Guru Varga. So. Caturdaśī. How you can get nectar? It is written in Bhagavatam. So im 6. Kanto vom Nrsimha Bhagavan. Also das sind 12 Mahabhajans beschrieben im Nrsimha Bhagavan. Also er hat schon öfters den Punkt erklärt. So, also du musst die Mahajans folgen, die großen Seelen. Das ist nicht, oh, wir sind Gaudiya Bhakta, wir folgen jetzt nur Prahlad Maharaj und nicht Rupa Goswami und Sanatana Goswami. Nein, das ist eine herkömmliche Plattform. Als erstes musst du mal stehen auf der Stufe. Nachher kannst du weiter und weiter gehen und Shiksha nehmen von Rupa und Raghunath. So, wir wollen alle voranschreiten im spirituellen Leben. So, Prahlad Maharaj, die zeigen die Stufe eben auf, was eine neutrale Stufe ist, ein Fundament. Many times I told before, you forget, cannot remember, that is big problem. Guru Varga okay, but after that, those who are Guru Varga coming, or Guru Varga is there. Also es sind immer Guru Varga. Das ist Srila Narottam Das Thakur in einem Song, der erklärt, dass eben du sollst respektieren die vorherigen Acharyas und die jetzigen Acharyas. So, das bedeutet nicht, dass jetzt nur Prahlad Maharaj folgst, sondern eben auch die neuen Acharyas, wie Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada und so weiter. Aber zur selben Zeit ist Prahlad Maharaj auch Acharya. So, servant of Yamraji Maharaj. Yamraji Maharaj sending, deputing, three servant, Yamaduta. ja. They are speaking in front of them. Yamraji Maharaj speaking. So, Yamaraj, der spricht vor die Yamadutas. Yamaraj ist auch einer von den 12 Mahajans. Und der sagt, die 12 Mahajans muss man folgen. So, die wissen das geheime Tattva, die geheime Philosophie vom Bhagavad Tattva. Also alle 12 Mahajans, die wissen das. Guhyam bedeutet ganz, ganz geheim, versteckt. Also das kannst du nicht durch Geld oder durch irgendwelche große Anhängerschaft erreichen. Dharmo prachito kaitava parama shayanam satam. Guhyam Vishuddham, Vishuddham ist ganz eine reine Stufe. Durvagyam. Also das ist ganz schwierig zum Verstehen. Man muss ganz einen hohen Level haben und die Barmherzigkeit vom Guru Varga kriegen, dass man die Dinge verstehen kann.
then you can understand. That's why in Upanishad you can find Matma Pravachanena Lapyo Navahuna Shutena. Also das ist der Vers. Oh, wir lernen so viele Sachen. Also du gibst Lectures, Pravachan, du hier herrschst so viele Klassen. Naya Matma Pravachanena Lapyo Navahuna Shutena. Also du hörst. So, du kannst das ganz gut verstehen, alles mit deiner Intelligenz, aber trotzdem verstehst du es nicht wirklich tiefer. So, das ist nur möglich, wenn man eben die Barmherzigkeit von den spirituellen Lehrer in der Schülernachfolge kriegt. So, heute ist der Erscheinungstag von Nṛsiṃha Bhagavan. So, es ist geschrieben im Hari Bhakti Vilas, wenn du Nṛsiṃha-caturdaśī befolgst, so wenn du das folgst, nachher kannst du all deine Probleme von dem, was auf dem Weg zu deinem Bhajan sein, die kannst du alle auf die Seite bringen. Beiseite bringen. Kanti kota karuda ha. Kwa kimman. Kalaha kalibalena. Kwa vikalikim koromi. Kalaha kalibalena. This sloka is sometimes. And after that it is in Bhakti Bhakti Iho Kantaka Koti. Bhakti Kantika Ihataro. You are going to put in the way of. So jede Stufe, jeden Schritt, was du machst auf deinem Bhajan, der ist verbunden mit viele Schwierigkeiten. Das sagt der Nṛsiṃ. Das ist so ein Weg, der was voll mit Dornen ist. Also es ist ein schwieriger Weg, der spirituelle Weg. Also wir müssen beten zum Nṛsimha Bhagavan, eben, dass er uns die Kraft gibt, die Hindernisse zu überwinden und auf dem Beiseite schafft, dass wir wirklich voranschreiten können im spirituellen Leben. Nṛsiṃha aber da ist, uns zu helfen, die ganzen Probleme von uns auf der Seite zu bringen. Für das ist Nṛsiṃha Bhagavan da. Für das ist Nṛsiṃha Bhagavan erschienen. So, er hilft Prahlad Maharaj, aber auf die gleiche Art und Weise hilft er uns auch. So, Prahlad Maharaj war 5 Jahre alt, aber doch, man kann sagen, Prahlad Maharaj ist ein Guru, obwohl er so jung ist. Das muss man verstehen. Das ist nicht eine Alterssache. Hiranyakashipu, der Vater. Wer ist der Vater, wer ist die Mutter wirklich? Also wer ist Vater, wer ist Mutter? Also wir sollen nicht so sprechen. Das Atma, die Seele, die reist auf und ab 14 Planetensysteme. Manchmal hat sie den Vater, manchmal die Mutter. So actually, I am bound to speak with the Indian Bhagavan. Actually, the Hiranyakashipu. So, Hiranyakashipu ist der Vater von Prahlad Maharaj, ist dort geschrieben, also muss es so sagen. Aber wer ist Vater, wer ist Mutter? So, Hiranyakashipu, der wollte nicht glauben oder er wollte nicht sehen, dass er Guru ist. Er ist 5 Jahre alt, also ich soll ihn unter die Kontrolle kriegen. Also da ist ein Boga, ein Vergnügen. Also der will ein Vergnügen aus der Beziehung kriegen. Alles, was die anschauen, die materiellen Leute, aus dem wollen sie irgendwas genießen. Oder mit dem wollen sie sich vergnügen, alles, was sie in der Welt sehen. Die materiellen Leute, irgendwelche Objekte, irgendwelche Dinge, Personen in der Welt. So verstrickte Seelen, überall wo die hinschauen, die wollen immer Kontrolle über die Umgebung kriegen. Und
die Umgebung verwenden für ihre Sinnesbefriedigung. Und das ist die starke Verstrickung. So, wenn du die Stimmung hast, dass du Kontrolle über irgendwas nehmen willst, dann ist das eine Gebundenheit. So, Prahlad Maharaj ist 5 Jahre, aber doch ist er Guru. Aber Hiranyakashipu, er sagt, oh, die Stimmung, das ist mein 5 Jahre altes Kind, er soll unter meiner Kontrolle sein. So, auf die Art und Weise will Hiranyakashipu immer seine eigene Kraft aufzeigen. Hiranyakashipu bedeutet Gold, Gold. Kannst. Kamini Kanchan. So, das ist das Symbol, was der Name Hiranyakashipu verkörpert. So, alle gebundenen Seelen haben in Wirklichkeit Hiranyakashipu in ihrem Herz sitzen. Und wir wollen alle die ganzen Dinge in der Welt sammeln und uns dass uns die Dinge dann mit den Dingen vergnügen. So, aber heute wollen wir Nṛsiṃhadev eben verehren, dass er den Nṛsiṃhadev aus unserem Herzen bringen kann und wir vorangehen können in unserem Bhajan. Das ist der Hauptgrund, warum wir Nṛsiṃha-caturdaśī befolgen. So Sadhan Siddha Prahlad und über den Sadhan Siddha Prahlad ist geschrieben, da ist eine Geschichte, At the time of Prabhupada published some Dadas Mahajan, 12 Mahajan, their character and their Siddhanta is there. I specially collect because I have no time to go so Srila Bhaktisiddhanta. That day I was speaking, Shukdev Goswami was sent to Janaka. Der hat ein Buch gehabt, wo sie alle Mahajans beschrieben sind, der Charakter von ihnen, von überall. Das ist im Padma Purana und Skanda Purana. Das ist editiert von Srila Prabhupada. So, Janak Maharaj ist auch einer von den 12 Mahajans. Er gibt spirituelles Wissen zum Sukadev Goswami. So, Hiranyakashipu bedeutet Kamini Kanchan. Und Prahlad Maharaj, der kommt als Sohn, aber in Wirklichkeit ist er einer von den 12 Mahajans. Der Prahlad Maharaj ist geschrieben, dass er also da ist ein Problem gewesen im vorigen Leben und er fastet an Nṛsiṃha-caturdaśī unbewusst eigentlich und übernachtet in einem Tempel und es gibt detaillierte Informationen über das, aber nachher im nächsten Leben ist es Prahlad Maharaj. So, Prahlad Maharaj ist der Schüler von Narad. Er ist der Schüler von Narad. So, wenn Hiranyakashipu in den Wald geht, Mandalacharan, wo der Tapasya große Entsagung ausübt, dass er mehr und mehr Kraft kriegt und über die ganzen Universum eben, dass er das ganze Universum beeinflussen kann. Kayadu, die Frau von Hiranyakashipu, die war zu der Zeit schwanger. Prahlad Maharaj war in ihrem Körper. Also Hiranyakashipu, der hat Tapasya ausgeübt, Entsagung. Und er hat sich gedacht, also es war eine lange Zeit, ist er weg gewesen, um ihm die Entsagung auf sich zu nehmen. Und jetzt zu der Zeit wollte Indra Maharaj das Königreich attackieren, also der König vom Himmel, und wollte dann
über die ganzen Dämonen und die alle, dass er die unter seinen Bann nimmt. Und Kayadu ist entführt worden vom Indra. Und Narada Muni ist in der Zwischenzeit gekommen und hat gesagt, warum nimmst du jetzt, kidnappst du die Frau von Hiranyakashipu, Kayada? Und er hat einen Sohn und er spricht, dass eben die Kraft vom Hiranyakashipu, die Energie, die ist in dem Bauch, der Sohn, das ist so Indra sagt dann, ich behalte sie jetzt so lang, bis das Kind geboren wird und dann lasse sie gehen. Aber Narad sagt, na, nimm sie nicht mit jetzt. Und Narad sagt, da ist eine ganz große Seele in dem Bauch. So, du musst da aufpassen. Das ist eine ganz große Devotee. Und Indra sagt, wirklich. Und Indra hat dann die Kayadu freilassen. So Narada hat dann die Kayadu mitgenommen zum geheimen Platz und Kayadu hat gebetet zu Narada Muni, oh, segne mich bitte, dass ich zu dem Sohn, dass sie den Sohn Geburt nehmen lasse, erst wenn mein Mann zurückkommt von der Entsagung. So zu der Zeit spricht der Narada Muni, spricht das Bhagavatam Tag und Nacht zu ihm. Und die Mutter hört das, Kayada, sie hört es, aber der Geist geht immer auf und ab von ihr, so sie versteht Srimad Bhagavatam nicht wirklich. Aber Prahlad Maharaj, der hört das ganze Bhagavatam Vigyan und kann sich auch daran erinnern, weil es spezielle Kraft mit ihm ist. So, Prahlad Maharaj nimmt es dann alles auf, das ganze Wissen, und wird ganz kraftvoll und voller Wissen. Und in der Zwischenzeit ist dann Hiranyakashipu zurückgekommen und Prahlad Maharaj nimmt dann Geburt. Also das sind Brüder, sind es. So, die Spezialität mit Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu wollte ganz spezielle Lehren geben, seinem Buben im Prahlad. Aber das sind Asuras, Dämonen. So, was das Wissen, was die haben, ist ganz materielles Wissen. Bhagavan Tattva Vigyan bedeutet aber ein höheres spirituelles Wissen. Aber für die ist Dharma, Artha, Kama, Moksha wichtig. Nicht sogar Moksha, Befreiung, sondern Dharma, Artha, Kama. Also Dharma, dass sie eben Dharma ausführen, Religion, dass sie aber dann irgendwas Materielles erreichen und nachher das Materielle, mit dem können sie sich befriedigen. Ihre Sinne. So Bhagavad Dharma bedeutet Atma Dharma. So Hiranyakashipu, der folgt dem aber nicht, sondern Hiranyakashipu folgt Deha Dharma, Mano Dharma und so weiter. So im Bhagavatam general dharma, I mean, it is not Atma dharma, that Deva dharma, Mano dharma. Deha Dharma, Mano Dharma, das ist alles materielles Dharma. Also das ist alles zum Aufgeben. Hiranyakashipu folgt eben dem Dharma.
they can utilize for enjoyment. Artha, they can use for enjoyment. This much they know. Even Moksha, they are less interested. Sogar in Moksha, Befreiung, sind die nicht wirklich interessiert. Die wollen ihm hauptsächlich irgendeinen Genuss in der Welt erreichen. Sie sind beschäftigt die meiste Zeit mit den Dingen. So Hiranyakashipu wollte so Wissen im Weitergehen durch die Lehrer in seinem Reich zum Prahlad Maharaj. All die ganzen Themen wie Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, die ganzen Dinge in die soll belehrt werden, der kleine Prahlad Maharaj, der Junge. So die Lehrer, die Namen waren Sanda und Amarka. Es sind zwei Söhne gewesen von Sukracharya. Sukracharya, Sukra. Sukracharya means Jananacharya. Daksha bedeutet auch, der was ganz gelehrt ist im materiellen Leben, in materiellen Affären. Nicht in Bhakti, sondern eben im materiellen Wissen. So, die sind meistens beschäftigt mit ihrem Körper und mit ihrem Geist. Materielles Wissen und so weiter. So, Hiranyakashipu schickt jetzt den jungen Bruder zu dem Sananda und der Marka in die Schule. Vidyalaya. Also die belehren ihn, aber Prahlad Maharaj hört das Ganze mit Geduld und Demütigkeit, aber er akzeptiert es nicht innerlich, weil er eben weiß, dass das nur materielles Wissen ist. Also er weiß, dass er die Lehren vom Herzen nicht akzeptieren braucht, weil er schon eben viel höheres Wissen gekriegt hat. Bhagavad Vigyan. Und eines Tages haben sie sich dann gedacht, oh, jetzt bringen wir mal den Prahlad Maharaj vor Hiranyakashipu und er kann ihnen dann einmal ein paar Fragen stellen, was er gelernt hat. Eben, damit sie wissen, was die Lehrer ihm lernen. Also jetzt bringen sie den Prahlad Maharaj vom König, vom Hiranyakashipu, was er eben jetzt so gelernt hat, in Wirtschaft, Politik und so weiter. Und Hiranyakashipu nimmt ihn und setzt den Jungen dann auf den Schoß. Er küsst ihn und riecht dann seine Haare ganz mit Zuneigung. Sogar Dämonen haben ihm auch Zuneigung. Und er fragt ihn, was hast du dann eben gelernt von deinem Guru Varga, von deinem Guru Dev in der Schule? Also er macht jetzt eine ganz offene Frage. Er weiß nämlich, dass er jetzt keine Frage stellen kann, was den kleinen Prahlad Maharaj nervös machen kann. Sondern er fragt eine ganz offene, herkömmliche Frage. Was hat er eben so gelernt in der Schule? Sprich du. Er fragt ihn jetzt eben nichts Bestimmtes.
Tatsadumanye Suriyam Sadanu Vigyandhya Satvara Itvatapita Dadupam Vanangatam Haya Sanainam. Das ist der Vers, was gesprochen hat von Nrsimha Bhagavan. Das hat Prahlad Maharaj gesprochen. Also er fragt ihn, was du eben gelernt hast von seinem Guru. Aber Prahlad Maharaj hat eben Narada, seinem Guru, angenommen und nicht die zwei Lehrer. So deswegen sagt er, und er denkt sich, er sagt jetzt das, was er gelernt hat vom Narada. Dann sagt er den Vers, dann Madhyema, das sagt er. Tatsadumanye suravarjadehinam sadhanamukhe dhyadva hitvatapukam grihamandukupam vanangadahaya svayam. Also er fragt, was für Lehre hast du jetzt gelernt von deinem Gurudev? Tatsadumanye suravarjadehinam. Also Tatsadumanye, also das Beste, Sadhu, Sadhu. So er sagt nicht, oh mein Vater, sondern er sagt, der Beste unter den Dämonen. Asurya-Varja, also der König von allen Asuras. Also er gibt so viel Ehre zu mir. Er ist der höchste Asura, Dämon. Also er fühlt sich dann, oh wow, der kleine Bruder, der weiß wirklich, wer ich bin. So fühlt er sich, der Hiranyakashipu. Also er sagt, für diejenigen, die einen materiellen Körper haben, für die ist es gut, dass sie eben rausgehen aus dem materiellen Leben. Das ist wie ein dunkler, tiefer Wasserbrunnen. Also das Familienleben ist wie ein ganz tiefer, dunkler Brunnen. So gebundene Seelen, die haben eben keine Möglichkeit, aus dem Brunnen rauszukommen. Deswegen sagt Prahlad Maharaj, das Beste ist, Tatsadumanya Surya-Varyadehinam Sadasamudvigyadiyam Satgriha. So, Familienproblem, das ist voll mit Problemen. Oh. Also wenn du alle Probleme auf einen Haufen schüttest jetzt, dann ist das nennt sich dann das Samsara, das materielle Leben. Also Körper, das Problem, mentales Problem. So Prahlad Maharaj sagt es eben. Du sagst, oh, jetzt ist manchmal geht er zum Astrologer, oh, jetzt ist das Saturn, es wäre wirklich schlecht, stellt schlecht. Du musst da einen großen Juwel auf dem Ring machen lassen und dann tragen. Und große Diamanten. Und sie, die beschreiben so, dass du eben gewisse Steine dann kaufst und denkst, die können dich schützen dann. Aber doch, Probleme sind dann nicht wirklich gelöst. So materielle Leute, die sind eben so in dem dunklen Brunnen.
So, die Effekte von den Sternen sind da. Das ist alles okay, das stimmt alles. Also gewisse Sterne oder Planeten, die gehen gegen die. Aber wenn du eine Devotee, dann sollst du nichts draus machen von dem. So, es gibt 9 Sterne. 10 Sterne. So, Krishna ist der 10. Stern, so wir sind unter der Kontrolle vom 10. Stern. So, was ist dann, was Saturn oder Brihaspati oder irgendwer macht? So, Prahlad Maharaj this star is very bad, then putting you in problem, they are feeling anxiety, tension all the time. For them, Prahlad Maharaj speaking, I think it is very good. Also für die spricht Prahlad Maharaj, der was ständig eben so in so einer Verstrickung sind. Für die ist es gut, wenn sie, so Srila Prabhupada, der schreibt auch eine Geschichte. Also eines Tages ein Frosch, der kommt aus seinem Brunnen und trifft dort einen Elefanten. Also was ist das große Tier, der große Elefant? Also nachher sagt er, hupft er wieder zurück im Brunnen und sagt, er hat jetzt so einen großen Elefanten gesehen. Und dann sagt die Mama, ja, wie groß war er? So groß. Und der blast sich dann auf und bis er dann platzt, der Frosch. So materielle Leute, die sind durch ihre Ausbildung, ihr Wissen, ihr Geld, die haben so ein Ego, wo sie sich auf und aufblasen und nachher selber zerstören eigentlich. So, wenn du wie Janak Maharaj bist oder Yudhishthira Maharaj, das ist ganz, ganz selten. Also wenn du deinen Guru Varga aber vollkommen folgst, dann kannst du die Probleme aus der Welt schaffen. Also das ist ein dunkler Brunnen und kein Wasser ist in dem Brunnen. Also besser, du verlässt dann das Haus, das was so mit allen Problemen voll ist, und gehst im Wald zu den Sadhus. So Prahlad Maharaj sagt, wenn du ein Familienleben lebst, ohne wirklich Krishna Bhajan zu praktizieren, nachher ist das wie Selbstmord. Hitva attvabadam krihaan dakupam. Andakupam bedeutet, da ist kein Wasser drinnen. Devjani, Shukracharya's daughter, was thrown by a friend, by her friend, into the river. So the there's like already speaking Bhagavan. So actually, Prahlad was speaking, that Jivatma going to leave this material world, material samsara, and go and meditate on the lotus feet of Supreme Lord. I think it is good. Also das Beste, sagt Prahlad Maharaj, ist, wenn man die Orte verlässt, so ein Haushälterleben, und nachher im Wald geht zu den Sadhus.
und dort über Selbstrealisierung Wissen lernt. Aber sein Vater, Hiranyakashipu, ist ganz ärgerlich geworden durch das. Warum spricht er jetzt nicht über irgendwas Wirtschaft und Politik, sondern er spricht über Bhakti, über Hingabe zum höchsten Herrn. So er ist ganz ärgerlich geworden dann. So, und dann fragen sie die Lehrer, oh, warum spricht der Bur über Bhakti? Hat er das von euch gelernt? Von wo hat er das gelernt? Nein, wir wissen es auch nicht. Also wir haben ihm über Politik und die ganzen anderen Dinge erzählt und erklärt. So, Prahlad Maharaj geht jetzt dann wieder zurück in die Gurukul, in die Schule. Und jetzt in dem Vers, so warum sagt Prahlad Maharaj, dass wir in den Wald gehen sollen und dort Haribhajan ausführen? Warum sagt er das? Auch unser Guru Bhagavad hat niemals gesagt, dass wir in den Wald gehen sollen. So, es ist nicht empfohlen von unserem Guru Bhagavad, dass wir in den Wald gehen sollen und dann über Krishna meditieren, sondern die wirkliche Bedeutung ist, was Prahlad Maharaj gesagt hat. Wir denken, dass er uns gesagt hat, oh, du sollst in den Wald gehen, aber das ist nicht die innere Bedeutung. Krishna Bhagavan vom Uddhav spricht genau, was bedeutet das Wald, der Wald. So Krishna Bhagavan, er spricht zum Uddhav. Banam tu sattikam basam. Banavas. Geh in den Wald, das bedeutet Sattwik Vas. Sattwik Vas, du sollst immer in Sadhusanga sein. So actually Ramji Maharaj going to forest. By Dandakarana, Ramji Maharaj always used to stay with all Nrsimhas. Yes, you can find, go to Rama. You can find in Dandakarana so many Nrsimhas. So Ramchandra Bhagavan, Supreme Lord, he also wanted to stay with all Nrsimhas all around. They like to get some pleasure. I mean, this is sadhusanga. This is actual. So der wirkliche Grund ist Sadhusanga. Im 10. Kanto Srimad Bhagavatam kann man auch finden. Brahma. Sthane Sthitagati. Sthane Sthitagati. So, Srila Vishwanath Chakravarti schreibt, Sthane Sthita, das bedeutet, dass Brahma gesprochen hat. Also wenn du eben mit Sadhus zusammen bist, dann kommt immer das Thema über Gott, über Krishna. Satam prasanga mamavirya samvido pavantirit karna sana kada tadjoshanatashva pavargavatmani satya shada ratir bhakti anukramishati ratir bhakti anukramishati. So Prahlad Maharaj sagt, es hat eine innere Bedeutung. Vana Sattvikam, das bedeutet, dass du eben in den Wald gehst, bedeutet, dass du eben immer in der Gemeinschaft von Sadhus bist. Das heißt nicht, dass du in den Wald gehen musst, zwischen Bäumen.
Prahlad, why you are speaking this way in front of king? We never teach you this way. We never teach you this way. Where from you are learning? So fragen ihn jetzt wieder, warum sprichst du so? Woher lernst du die ganzen Sachen? Weil er jetzt das zweite Mal wieder fragt, was er in der Schule gelernt hat. Und Prahlad Maharaj spricht wieder, Matena Krishna Paradosato, Mito Mapipate Kret Padanam, Adanta Gobir Gedam Vishadam Tamisham, Puna Charanam. So. From whom you learn? You learn from your Gurudev? So lernst du von deinem Gurudev die Sachen, was du da sprichst. They don't know. They know nothing about the Bhagavad Tattva Vigyan. How to learn from them? They have no knowledge about this thing. They have knowledge? No knowledge about it. So how I can learn from them? Wie ist es möglich? Die haben kein Wissen von dem Ganzen, was du da sprichst, deine Lehrer. So, von wem hast du das gekriegt? Wer hat dir das gesagt? They are not knowing anything about the Bhagavad Tattva Vigyan. So, Prahlad was thinking, what I stole, this love, what? Matera Krishna. Tirna Krishna to yatova keto na bate na vijo vadatam. Nanda Gobhir Vishmitam Amismam Na Punachadanam. So Prahlad Maharaj, der spricht den Vers Matirana Krishna Paratosatova. Also durch deinen eigenen Aufwand oder durch die Hilfe von anderen kannst du nicht selber aus der Verstrickung rauskommen. Das ist, warum er ihm zuerst gesagt, dass du ganz tief in einem dunklen Brunnen bist. So direkt oder indirekt hast du keinen Zugang zu in die spirituelle Welt, die sanfte Welt. Kriya-vrata bedeutet Kriya-vrata und Sankirtan-vrata. Srila Prabhupada hat so gesprochen, Kriya-meda und Sankirtan-meda. Grihan Meda und Sankirtan Meda. So desto mehr du Sankirtan hast, desto mehr bringst du das Griha Meda, die Verstrickung in deinem Familienleben, auf die Seite. So, wenn du mehr und mehr Harikatha hören willst, so wie der König Prithu Maharaj gesagt hat, Karna-yute Shvaeshwaraha, also er will Millionen von Ohren haben, und mehr Harikatha zu hören. Also Karna Yuta Esha Evadaha. Das bedeutet, er will Tausende von Ohren haben und mehr Harikatha hören. So der König Prithu Maharaj spricht es. Ein anderer Vers ist auch noch da, gesprochen von Muchukunda. Motirana Krishna Paratosatova. Also die, was das Familienleben genießen wollen, direkt oder indirekt,
cannot get it. Big problem. Because Adanto Gopir Vishadam Samishvam. Also die haben keine Kontrolle über ihre Sinnesorgane und über ihren Geist. Adanto Gopir Vishadam Samishvam. Panchakarmendra, Panchagyanendra, also die 10 Sinne, und der Geist ist der Herrscher über alle, 11 Sinnesorgane. Adanto Gopir Vishadam Samishvam. And gradually they want to enter into Tamishra, one Naraka. You can remember in 5th canto or in 6th canto there is some definition. Also im 5. Kanto und 6. Kanto gibt es eine Beschreibung von Naraka, von der Hölle. Tamishra, Malt Mishra. We will give a kind of description about Naraka. It's not false philosophy. Also es ist keine falsche Philosophie. Yamaraja, you can reach. His distance is there in Noiditkom. South and west. This corner. Southwest corner. Also die Südwest-Ecke. Wenn du da 99.000 Meilen gehst, nachher kommst du zu dem Ort von Yamaraj. Sanyamanipuri nennt sich der Ort. Also das ist ein Ort, wo man nur hinfliegen kann, wenn man ein spezielles Fluggerät hat. West and south in between corners. Niritkom. It's called Niritkom in Sanskrit. You have to go 99,000 miles. You can go. Also 99.000 Meilen musst du dann fahren. So actually Dem speziellen Flugobjekt, das dort zu dem Ort kommen kann. They are achieving the same enjoyment daily. In family life, same enjoyment, but they like to enjoy this again and again. So im Familienleben, da wollen wir immer das Gegessene, was wieder erbrochen worden ist, die wollen das wieder essen. So ist es, obwohl sie sich schon vergnügt haben, haben sie immer noch nicht die Schnauze voll und wollen eben wieder und wieder. So wie man, wenn man jetzt was isst und dann das erbricht und dann das Erbrochene wieder isst. So, actually, they are not getting saturation, satisfaction, so gradually it is compared with already they are achieving the same enjoyment they give you. Again they like one dog. Like one dog for a long time, not taking any food. Also gibt es Beispiele wie zum Beispiel ein Hund, der was für lange Zeit nicht gegessen hat. Er ist ganz, ganz hungrig. So after a long time he is so hungry that in a field we find one dry bone. Dry bone, you know? Und nach einer gewissen Zeit lang sucht und dann findet er einen ganzen trockenen, ausgetrockneten Knochen. Und dann sammelt er auf den Knochen und beißt dann, kaut den, bis er dann in dem trockenen Knochen ist, aber nichts drinnen. Aber der Hund, der denkt sich, dort ist jetzt irgendein Rasse, irgendein Geschmack drin. Aber der trockene Knochen, der hat so kleine, der
schneidet ihn selber ein bisschen in den Mund auf und dann das eigene Blut kommt. So, und er kostet dann sein eigenes Blut und denkt sich, oh, das ist Rase, das ist ein guter Geschmack. Obwohl das das Blut von sich selber ist. So, Prahlad Maharaj erklärt es. This way Prahlad Maharaj, after that actually, after some time, Hiranyakasipu wanted to test his own son again. So nach einer gewissen Zeit will er wieder testen, dann Hiranyakasipu seinen Sohn. Hiranyakasipu, in front of Hiranyakasipu, Prahlad Maharaj again come, because the son of Arva bring them. In front of Hiranyakasipu, Prahlad Maharaj coming again, same again he is putting question. Now, by now, what kind of good lesson you have received? I like to know from you. Then after that, Prahlad Maharaj started speaking about Navamida Bhakti. Und da spricht er jetzt dann über die 9 Arten von Bhakti. It was all about 9 folds of Bhakti, actually. Prahlad Maharaj learning from Narada. So, das hat er alles gelernt vom Narada Muni. Learning everything, Navamida Bhakti. So actually in front of Hiranyakasipu is speaking Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Vadasevanam Archanam Bandam Astasya Sakhyam Atmanivedanam Iti Pumsarpita Vishnu Bhaktis Channavalakshana Bhakti Iti Pumsarpita Bhaktis Channavalakshana Iti Bhagavata Tanmatyeti Tam Uttamam. So spricht vom Vater, so Shravan Kirtan, das Hören und Sprechen, Archan, Gebete darbringen, Dasyam Atmanivedanam. So die 12 Arten, 9 Arten von Bhakti, die erklärt er jetzt im König, also seinem Vater. Und er sagt, das ist, was er gelernt hat. Und er denkt, dass das gut ist. So im Chaitanya Charitamrita Ekanga Sadhe Bahuvanga Nishcha Upachaya Prema Taranga. Also es gibt 9 Arten von Bhakti, aber wenn du es gibt 9 Arten, aber wenn du eine folgst, dann kannst du Ambarish Maharaj. Also 9 Arten gleichzeitig auszuführen, war nur für Ambarish Maharaj möglich. So, wenn du jetzt nicht alle 9 Arten von Bhakti befolgen kannst, nachher folgst du eins und das kann dir Erfolg bringen. Und das machst du mit richtiger, nachher wirst du Erfolg haben. So, also eine Art von Bhakti, Eko Anga Sadekim Bahusada. Also die 9 Arten, Ambarish hat alle 9 ausgeführt. Also da gibt es für jede Art von Bhakti gibt es einen Acharya. Zum Beispiel Sukadev Goswami sprechen, Parikshit Maharaj hören und so weiter.
Then again, when Hiranyakasipu hearing this kind of supporting factor of bhakti, he is speaking again about bhakti. Also jetzt hat er das schon wieder gehört, zum dritten Mal. Es ist noch viel, viel ärgerlicher geworden. Er hat gesagt, jetzt sprichst du schon wieder über Bhakti. Also und du wieder sagst er zu den Lehrern, was bringt sie ihm dabei, was lernt mein Sohn da bei euch? Und Sandra und Amalka, die haben gezittert. Maybe some Vaishnava coming in some disguise. Otherwise, why you are developing this kind of bhakti? Huh? He's very afraid. With folded hands speaking in front of being believers. Aber sie sagen mit gefalteten Händen, oh König, bitte glaub uns, wir haben das nicht gesprochen. Prahlad Maharaj kriegt von irgendwo anders her das Wissen. Er weiß es nicht. Wir können das nicht sagen. We don't know actually. Vadati tavasuto esho, your song speaking this way, it is swabhavik. Swabhavik means spontaneously speaking. Also das ist swabhavik, das ist ganz spontan. In that case, Hiranyakasipu become very angry. Where? Und dann ist Hiranyakasipu mehr und mehr ärgerlich geworden. Oh, der kleine Bub spricht so von mir, obwohl die ganze Welt von mir zittert. Und von mir spricht er, als wie er so klug war. Woher hast du das Wissen? Sagt er, fragt ihn, hey, sprich jetzt. Woher kriegst du deine Kraft? Du machst da so eine große Lehre vor mir. Und Prahlad Maharaj sagt, die Kraft, was ich habe, das ist die gleiche Kraft, was du hast. Und ich krieg die Kraft genauso von dir, von dem Höchsten, wo du auch die Kraft kriegst. Speaking. He is the more omnipresent, present, most powerful personality. He is giving power to us, so you are so teeny soul, you are showing some power in front of Prahlad, in front of Hiranyakasipu. Prahlad speaking, they say, hey, Prahlad speaking, actually by his power, you are powerful. So Prahlad Maharaj sagt, bei seiner Kraft, du bist kraftvoll. Und bei seiner Kraft bin ich auch kraftvoll. So er ist der höchste Herr, der was jedem die Kraft gibt. Und nachher wird er so ärgerlich und bringt sein Schwert aus dem Schaft. Und er sagt, jetzt köpfe die. Wer wird die dann schützen? Du sprichst so eine große Philosophie da von mir, der was so überall verehrt wird von jedem. I can cut you. Let me see who is going to protect you. Prahlad Maharaj, no tension. Aber Prahlad Maharaj, der ist ganz ruhig, hat keine Anspannung. No tension. Because this is the symptom of Mahabhagavan. So Mahabhagavan ist das Symptom, ist. They are having this kind of symptom actually. You can remember. Chadabharat, also der ist auch vor die Bhadrakali gekommen und die wollten ihn den Kopf abschneiden. Aber er war ganz ruhig und gelassen, er hat gewusst, er ist immer unter der Führung vom höchsten Herrn. Then Bhadrakali could not resist this kind of, injustice. Coming out from the deity, cut. From the deity, coming out Bhadrakali with actual soul. Aber da ist dann auch, in dem Tempel von Kali ist dann auch
aus der Deity ist dann Mutter Kali gekommen und hat dann alle anderen den Kopf abgeschlagen und derjenige war befreit, weil sie das nicht erlaubt hat. Und in dem Fall von Prahlad Maharaj will auch jetzt Prahlad Maharaj töten. Hiranyakashipu will Prahlad Maharaj töten. Aber Prahlad Maharaj weiß, dass der höchste Herr überall ist und er ist immer geschützt. Then actually, Prahlad Maharaj in front of Prahlad Maharaj is asking, where is your Prabhu? You say he is omnipresent? You are speaking as omnipresent. Where is? I can Also du denkst, wo ist jetzt der? Ist der höchste Herr in der Wand, in der Säule da? Und dann sagt er, ja klar, da ist er. Kannst du den überall finden. Und nachher wollte er eben mit der Faust, hat der Hiranyakashipu auf die Säule geschlagen. Und nachher war die Säule zerstört und von innen ist dann Hiranyakashipu gekommen. Und Hiranyakashipu hat sich dann, Nṛsiṃhadeva ist gekommen, Hiranyakashipu hat sich dann gedacht, oh, was ist das für halb Löwe, halb Mensch, so ein gefährlich ausschauendes Wesen. Was ist das? With sword in hand, ultimately wanted to cut that animal. So, dann schlussendlich wollte dann den Nṛsiṃhadeva mit dem Schwert angreifen. So wie zum Beispiel if there is any bomb, if there is any fire, they come in so many flies and they jump into fire and burn. Like that, Hiranyakashipu jump without knowing. So Hiranyakashipu, er hat jetzt die Analogie gegeben, so wie eben ein Käfer oder so kleine Insekten immer ins Feuer fliegen und dann sofort sterben. So ist eben nicht, Hiranyakashipu hat ihm jetzt den Nṛsiṃhadeva angegriffen auf dieselbe Art und Weise. So ein großer Kampf hat jetzt stattgefunden. Aber Hiranyakashipu hat eben die Segnung gehabt von Brahma. So er hat sich gedacht, er kann Brahma ausdrücken, weil er ja alter Mann ist, der Brahma. Er braucht jetzt eine Benediktion, eine Segnung, dass er eben unsterblich wird. Aber Brahma hat ihm das nicht geben können. Für mich ist das nicht möglich. Ich selber bin unsterblich, so wie kann ich da dann so einen Bohnen geben? Aber dann sagt Hiranyakashipu, okay, aber wenn du jetzt mich wirklich, er dankt sich Hiranyakashipu, okay, dann lass mich nicht sterben bei Tag oder bei Nacht. Lass mich nicht sterben innen oder außen vom Haus. Lass mich nicht sterben von irgendwelcher Waffe da in der Welt. Lass mich nicht sterben in irgendeinem von den 12 Monaten. After that, from common rule, for waterfall, with mantra, by praying, then Nṛsiṃhadeva is getting back the original figure, previous figure, and praying from to him. So, ja, jetzt erzählt er das eben, was davor
die Entsagungen, was Hiranyakashipu gemacht hat, dass es eben zu dem dann kommt, dass er den Bonus fragen kann. So, er hat so lange da gesessen, dass sogar schon der ganze Körper von ihm aufgegessen worden ist von Ameisen. Und nachher Brahma hat nach ihm gesucht und dann hat er nicht gefunden, dann hat er einen Hügel gefunden, voll mit Ameisen. Und auf dem Ameisen hat er dann aus seinem Kamandela, aus seinem Wasserkrug, Wasser gesprenkelt und nachher ist er wieder zurückgekommen zu seinem Körper und nachher hat er den Bonus eben gekriegt. Und jetzt spricht er eben das, nicht Tageszeit, nicht zur Nacht. Also keine Waffen. So. But actually, Hiranyakashipu don't know that Krishna is there. He can arrange everything. After that, what happens? Actually, when satisfying all conditions, because Nṛsimhadeva is not a creation of Brahma, not in the daytime, not in the evening, not in the daytime, not night time. Also Nṛsimhadeva ist da nicht erschienen zur Tageszeit oder zur Nachtzeit, nicht in einem Raum oder außerhalb von einem Raum, zwischen der Tür. Also nicht mit irgendeiner Waffe, sondern mit den Nägeln. Und er hat ihn auf den Schoß genommen und hat ihm dann den Bauch aufgerissen mit den Nägeln. This actually, ultimately, it is written in Bhagavan 7th canto that Satyam Vidatum Nijavintalasitam Satyam Vidatum. Actually, to prove that my devotee never speak lie. Also zu prüfen, dass mein Devotee niemals eine Lüge spricht. Das ist, warum Hiranyakashipu gebunden gewesen ist, aus der Wand zu kommen, aus der Säule. Also in jedem Staubpartikel ist der höchste Herr. Wenn du den Glauben hast, überall ist er. Und überall kann er rauskommen. Now actually, Nṛsimha Bhagavan putting left here, ultimately Hiranyakashipu was, delivered and killed because he is touching, Nṛsimha already touching. Then after that, all demigods they are coming in heaven, from heaven they are coming. So alle Halbgötter, die kommen jetzt von den himmlischen Planeten und die beten zu Nṛsimha Bhagavan. Nṛsimha Bhagavan. Aber den Ärger von Nṛsimhadeva, den kann ihm niemand, beruhigen, Nṛsimhadeva. Und Nṛsimhadeva, der schreit und ist ganz ärgerlich. Sogar Lakshmi Devi selber, die hat sich nicht getraut, vor Nṛsimhadeva zu gehen. Brahma und Shiva, Shankar. So Brahma hat Prahlad Maharaj dann gebittet und gefragt, oh Prahlad Maharaj, für die ist der höchste Herr Nṛsimha, so geh doch du vor ihm und beruhigen. Whenever
Prahlad Maharaj going in front of Nṛsimhadeva, Nṛsimhadeva feeling out of his own affection, great affection. Great affection. Then what happens? Nṛsimhadeva putting his hand on the head of Prahlad Maharaj. So, wenn Prahlad Maharaj dann auf ihn zukommt, nachher gibt Nṛsimhadeva seine Hand auf den Kopf von Prahlad Maharaj. Und Prahlad Maharaj kriegt volle Barmherzigkeit. Prahlad Maharaj fängt an, viele Verse vorzutragen. Actually, the sloka I started with is beginning in this sloka also. Actually, Hey Prabhu, you want to give benediction to me? But I already enjoyed Kripa of your servant, Sagt of your Bhakta, Narasimha. der Prahlad Maharaj sagt, und du willst mir Barmherzigkeit geben, aber ich habe schon so viel Barmherzigkeit vom Narada Muni gekriegt. So, wenn du mir wirklich Barmherzigkeit geben willst, nachher befreie die ganzen dämonischen Leute da. Gib ihnen Kripa, Barmherzigkeit. And Prahlad Maharaj speaking, my mind is very restless. My mind is very restless. Also Prahlad Maharaj, der sagt, mein Geist ist ganz, mein Geist ist ganz aufgewühlt und er kann es nicht sagen. Er kann sich nicht an die Harikatha erinnern. Also ohne Harikatha hören, wie kann ich zu dir kommen? Aber mein Geist, der ist immer so rastlos. Naitat mano. Noitat no etat mano me tavo kathas vaikunthanath sampriyate durita dushtamasad tivram. Be careful. Split up Sanskrit. No etat mano me. Me means me, my mind. So my Geist. That word you cannot use in the beginning of Sanskrit language. Me griha, it is not possible. Mamo griha. Me griha, mama griha. Also er erklärt jetzt, was er von dem Vers auf Sanskrit. Noitat, na. Mano, my mind, this my mind, matter of mind. Ulama speaking this way. Noitat mano me tabakathas vaikunthana. Hey Vaikuntha, Vikunthana, Vaikunthana. Noitat mano me tabakathas vaikunthana sampriyate. Durita dushta masadu tibra. Very wicked, my mind is affected with Rajatama Guna. I am helpless. Prahlad Maharaj speaking, I am helpless. What to do? No etat mano me tabakathas vaikunthana sampriyate. I cannot concentrate my mind for hearing your Harikatha. Also der Vers bedeutet, ich kann nicht meinen Geist konzentrieren, um die Harikatha zu hören. So was kann ich machen? Weil mein Mind ist immer verstrickt in Rajas, Tamas und Sattva. Also mein Herz ist voll mit all dem. So wie kann ich mich konzentrieren? Und
ohne Harikata, wie ist es mir möglich, zu dir zu kommen? At all, any Jivatma, when developing curiosity or tenacity to hear Harikatha, then and only then he can get Bhakti, Kripa. Jadrichaya Matkatado. At all, if any Jivatma develops strong attraction for my Harikatha, be sure that is the only way. So der einzigste Weg ist eben, Erfolg zu haben, wirkliche Anhaftung an Harikata mehr und mehr zu kriegen. Kamaturam harsasoka bhayeshanartam. Kamaturam, my mind is full of enjoying mood. So mein Geist ist voll mit materiellem Vergnügen. Ich will die ganze Zeit leiden. Also manchmal lache ich, manchmal weine ich. Das ist Familienleben. Manchmal harsche Schoka. Bhayam Dviti Shatta Bedasya Bharyasya. Weil man eben keine Zuneigung zum höchsten Herrn hat, nachher erfahrt man die ganzen Nebenerscheinungen. So das Tattva, warum hat Prahlad Maharaj ist nicht ängstlich, aber wenn er jetzt das Schwert rauszieht, warum? Weil er eben das versteht, dass überall der höchste Herr ist. Er hat komplett verstanden. Also wenn du voll mit Bhakti bist, dann hast du keine Angst vor irgendwas, dann siehst du überall den höchsten Herrn. Aber am schönsten Bhayam Dviti Shatta Bharyasya Tanmayata Vachetvam Bhakta Kesham Gurudevattama. So, das ist der Ratschlag vom Bhagavatam. Prahlad Maharaj spricht. So, wie kann ich aus der materiellen Welt rauskommen? Da ist nur ein Weg, aus der Verstrickung rauszukommen. Das ist Harikata. Aber ich kann mich nicht konzentrieren, so wie, bitte gib mir die Segnung. Because I fear this material samsara. I fear this material samsara. I never fear you are this kind of fearful figure. Because I know you are full of affection. You are full of affection. So I never fear. So Prahlad Maharaj hat nie Angst gehabt, weil er überall den höchsten Herrn gesehen hat. Naham vivemite ajitoti bhayanakasya jivharko netra bhukuti rabhaso gradangsat antas sajah khataja khesharo sanku karnad nirhad abhita digvadari bhinna nakagrad trasto osmi aham kipana vassalo dusraho guru Sangsara chakra kadanad krasatam pranitam. Sangsara chakra kadanad. You know in Gita, when Arjuna wanted to see this Vishwarupa, can you remember?
When Arjuna wanted to see that Vishwarupa, Arjuna was puzzled, mad. Why am I looking? Oh, Jiva. So, wo im Bhagavad Gita Arjuna die Vishwarup gesehen hat von Krishna und ist er ganz ängstlich war. Also you can learn Sanskrit from Gita, very easy. One you can think and split up. What is mean, this mean, how to build up sentence. Very nice. At the sentence, evergreen science. Human science. Also du kannst ja ganz leicht Sanskrit lernen, wenn du die Bhagavad Gita liest. Also der siegte Form, die universale Form, also das ist ganz erschreckend für ihn. Also er fragt ihn, bitte lass mir wieder deine normale Form sehen. So Prahlad Maharaj gibt ganz viele Lehren in dem Lila mit Hiranyakashipu. So Prahlad Maharaj, der spricht zum Nṛsiṃhadev, Nijala Dushta. Nijala Dushta bedeutet, dass es selbst zufrieden ist. So wenn verstrickte Seelen, die verehren, dann ist es, als wie wenn du So one by one we have to go through this kind of nice. In front of Nṛsiṃhadeva is speaking. But before I forget to speak something, while he was speaking in front of Ashurvalaka, you can remember, previously I should speak. It is after Nṛsiṃhadeva avatar already done. Now Prahlad was speaking in front of Nṛsiṃhadeva. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Er hat einen Punkt vergessen, wo er eben zu den Schülern gesprochen hat, der Prahlad Maharaj, all seine Freunde und seine Schulkameraden. So, die wollen nicht spielen, die wollen nur mit Prahlad Maharaj zusammen sein. Und die wollen hören von ihm irgendwas Wichtiges. Normalerweise wollen die Jungen eben spielen, aber die wollen nicht spielen. Die sagen, oh, sprich was zu uns, erklär uns was. Sukham indriyakam daitya deho yogena daivat sarvatra labhate yasmad yatha duksham ajatnataha. Sukham indriyakam daitya deho yogena daivad sarvatra labhate yasmad yatha duksham ajatnataha. Hey Asura-Balak, Asura-Bais. Also seien sie nicht beschäftigt im materiellen Leben. Sukham Indriya Kamadritya. Also das materielle Vergnügen, das kannst du überall finden. In jeder Lebensform. Also überall, jeder findet in der Welt irgendein Vergnügen. Sogar die Schweine, die wälzen sich im Kot oder im Dreck. Das ist auch Vergnügen für die. So, das findest du in jeder Geburt da in der materiellen Welt. Ganz egal wo. So Prahlad Maharaj sagt. Aber sei nicht nur beschäftigt mit dem Vergnügen. So, das materielle Leben ist voll mit Vergnügen. Sukham Indriya.
Yasadukshama yatnataha. Sarvatra. Everywhere you can get. Irrespective of caste and creed, irrespective of any you go. Is one kind of enjoyment. You can get enjoyment, so don't be busy with that. And in Gita, Bhagavan speaking, So in der Bhagavad Gita sagt Sri Krishna, interested to good material enjoyment. also die, was sich im materiellen Leben vergnügen wollen, das ist Dummheit. Those are actually not intelligent. Das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. They are always busy with material enjoyment. They are always busy with material enjoyment. So, die sind immer beschäftigt mit materiellen Vergnügen. So don't be busy Die wollen nicht über irgendein höheres Wissen hören. Naham vibhemite oti vayan kasoyu harko netro kutirabasa pranasta. This Polladma speaking. So, das ist wieder was vor Prahlad Maharaj spricht vom Nṛsiṃhadeva. This way actually, Prahlad Maharaj speaking very nice. Naham vibhemite Naham vibhena. Hey Ajit, Naham vibhemite ajito, oti bhayanakasya jiv harpanetro bhukti ravosa pradamstat. Antas sajaha kesaro sanku karnat. But ultimately I am fearing this material. It's more fearful. This way, actually, Prahlad Maharaj one by one giving us nation, nice nations. So ultimately, actually, point is that we can concentrate on Nṛsiṃhadeva. Somebody speaking, Srila Bhakti-Pramod Maharaj, actually worshipping Nṛsiṃhadeva, he is not having any rasatattva jnana. So manche sagen, Srila Bhakti-Pramod Maharaj verehrt Nṛsiṃhadeva, hat kein Rasatattva. Actually, in Brajadam also you can find. Brajadam, In front of those coward boys' friends, Krishna manifests this Nṛsiṃhadeva avatar in Kalingam. Where from you are going from? also Krishna ist einmal erschienen in der Form vom Nṛsiṃhadeva im Braj, Kosikala, one place. in From Vrindavan. there you go towards actually Shergaon. From there you have to go to the place where Obegaon. Where Dauji Maharaj was doing Rash. There are Saketra there. While you are going, you can have one spot. I usually go and stay there night time or some for 2 or 3 hours after that I go. Palangam, there is Palangam, where Krishna Bhagavan in front of Gopa friends manifest Nṛsiṃhadeva. Der Ort, da hat sich auch Krishna als Nṛsiṃhadeva manifestiert. Very nice. Nṛsiṃhadeva. Now, in Nṛsiṃha Bhagavan actually it is written, I heard from Guru Varga, after killing Hiranyakasipu, after killing, Nṛsiṃhadeva came here to take rest. So, und hier in Navadvip, Yes. Here. dort hat er seine Hände gewaschen und rasch genommen. In Navadvip Dham. Das ist der Platz dort, wo man hingeht am Parikram. Was doing Lila, that time also you can find the name of Nṛsiṃhananda Brahmachari. You can remember. Nṛsiṃhananda Brahmachari. Ja. All road very soft. Where Prabhu Der hat meditiert und der hat eine Straße gemacht für Chaitanya Mahaprabhu mit alles Blumen und so weiter in der Meditation. Und er sagt, bis zum gewissen, also zu einer gewissen Länge hat er die Strecke machen können, aber nur bis Krsnaa-Bewußtsein. Und nachher aber nicht weiter. Und dann hat er gesagt, okay, Chaitanya Mahaprabhu wird nicht nach Vrindavan gehen. Er ist bis dorthin gegangen und ist dann wieder zurückgegangen. Das ist Nṛsiṃhananda Brahmachari. Er hat Bhajan gemacht in Nṛsiṃha Valley. Also dort ist auch eine Höhle unter dem Nṛsiṃhadeva. Aber das wissen nicht viele.
If they allow me inside kitchen to cook, Paramananda, I see there is one cave going inside. But now they don't allow. They make rules different. Also da ist ein geheimer Weg runter. Nṛsiṃha Brahmachari hat dort Bhajan gemacht in der Höhle unter dem Nṛsiṃha-Tempel. Still today, you can see small brick, very old place, very nice. You can consider. Why does one prefer? No, actually, they like to have so many noise, they can make problem. Actually, it is not for us. If bonded soul go to a solitary place, it is dangerous. Also das ist aber nicht für uns zum Nachempfehlen. Follow what I say. Für die, das ist ganz anders. If they are going to solitary place, they can lose their bhajan. Also Hridaya Bon Maharaj, he also had one. So I told you already. Yeah. But in the bottom, no, this case is not for all. We learn from Guru Varga all the time of the 24 hours we have to sing the glories of Supreme Lord, that's all. That's all. That doesn't Aber wir lernen von die Guru Varga, dass man immer auf Sankirtan gehen soll und die heiligen Namen chanten laut und überall Harikata sprechen. Aber auf die Art und Weise, solche Devotees, die was in solchen Höhlen sein und dort dann das Bhajan macht, das ist nur für ganz spezielle Seelen, die treten dann ein in das Nitya Lila. So in Gaura Lila, alle verschiedenen Devotees, die kriegen die Chance, Chaitanya Mahaprabhu zu dienen. Ram Bhaktas, Nṛsiṃha Bhaktas, das Gaura Lila ist eben speziell. Anubham und Murari, das sind ein Chaitanya Lila gewesen. Nṛsiṃha Brahmachandacharya, der auch. Also es war eine spezielle Kripa in Chaitanya's Lila. Special case. Nṛsiṃha is already getting Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu is actually Nṛsiṃhadeva, we say Gaur Nṛsiṃha. Gaur Nṛsiṃha, ja. We say Gaur Nṛsiṃha. Gauranga Mahaprabhu is the form of Nṛsiṃhadeva. Also zu dem Nṛsiṃha dort in Navadvip, dort sagt man Gaur Nṛsiṃha. One day, Prabhupada looking, actually Nṛsiṃhadeva. Eines Tages hat Prabhupada geschaut, actually in temple there, actually Nṛsiṃhadeva coming here to take Paramananda every day. Every day. Gauranga Mahaprabhu Prasad. Every day. Where he is coming? Jogapit. Nṛsiṃhadeva come. Prabhupada could see. Was that Prabhu taking trouble to come long way, so better I can establish Nṛsiṃhadeva here. The Lord Nṛsiṃha establish from. Follow. So we used to come, take Paramananda Prasad. So why you are taking trouble? So, weil der Nṛsiṃhadeva ist immer kamen zum Yogapit und hat dort Paramananda Milchreis gegessen. Und dann hat Srila Prabhupada gesagt, er etabliert dort Lakshmi Nṛsiṃha. Lakshmi Nṛsiṃha is good. And Ugra Nṛsiṃha you should not keep in at home. Those are taggy, they can keep. Those who are staying in home, but then Lakshmi Nṛsiṃha is So Lakshmi Nṛsiṃha, das hat er dort die Deity etabliert und hat sich somit gespart, dass der Nṛsiṃhadeva dauernd kommen muss selber. So, wer irgendwelche Fragen hat, der kann irgendwelche Fragen stellen. So, Ugra Nṛsiṃha, warum soll man den nicht verehren? Lakshmi Nṛsiṃha ist mehr barmherzig. Ugra Nṛsiṃha, da muss Regeln und Regulierungen befolgen.
Lakshmi Nṛsimha ist mehr barmherzig. Jai Jai Lakshmati, Jai Jai Lakshmati, Nṛsiṃha Murari, Mangala Vilaya Prabhu, Amangala Hari. And Nṛsiṃhadeva, the stotra written by that Sita Sai Bhagavad also. Ugro Pyanugravayam Sabaptaram Nikashari. This sloka you can recite today. Nṛsiṃha Sutra you can. But don't try to use Nṛsiṃhadeva for your own purpose. Don't try to give Also, wir sollen nicht Dienst Nṛsimhadev geben, sondern wir sollen ihm dienen. Normalerweise die sogenannten Devotees, die wollen Nṛsimhadev einen Dienst geben. Sie in ihrem eigenen Dienst. Oh, Prabhu. Also der Steuerberater kommt, oh, der hat ein Problem, derjenige will mich töten. So gehen sie halt mit irgendwelchen Problemen zum Nṛsimhadev und fragen dann, oh, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Er gibt 20 Liter Milch, bitte hilf mir jetzt. So, kein Problem, kann mir jetzt berühren. For your own seva, it's not good. But if you are devotee, automatically you can get protection. Ollama never request in front of Nṛsimhadeva because automatically. So actually Nṛsimhadeva going to protect you, provided you have devotion. Automatically. We worship Nṛsimhadeva means in the way of our bhajan, if there is any problem, any fighting, any problem, it takes place. Because the genuinity should be there inside. If there is duplicity, it doesn't like to offer 20 kg per month or 40 kg per month. Nṛsimhadeva is less interested. Not interested. And another point actually, when Nṛsimhadeva wanted to give some benediction, you can remember. After Hindernisse was killed, then Prahlad immediately speaking, Prabhu, Nṛsimhadeva speaking, you can take benediction from me. Prabhu, I don't need it. Also, No, Prabhu, you wo take. Nṛsimhadev, Prahlad Maharaj hat Nṛsimhadev gefragt, oh, ich gebe dir Segnung. Prahlad Maharaj hat gesagt, oh, ich habe eigentlich kein Interesse an irgendeiner Benediktion. Die größte Benediktion, die größte Segnung ist schon, dass sie die siegt von mir. Aber Nṛsimhadev hat immer wieder gesagt, oh nein, nimm jetzt irgendeine Segnung von mir. Und dann hat Prahlad Maharaj gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendeine Segnung so annehmen muss, nachher will er auch eine Benediktion, auch eine Segnung. Also ganz frei will er sein von allen materiellen Wünschen. Also er will die Segnung, komplett frei von allen materiellen Wünschen zu sein. This way, Prahlad Maharaj teaching us, when you are having some relation with Nṛsimhadeva, Supreme Lord, we should not have any inside business. We should have any self-business. So, and for those who are full of karma, for them, Prahlad Maharaj speaking actually, you can never satisfy, you can never get satisfaction of your sense organ. Also diejenigen, was voll mit Karma sein, lüsterne Wünsche, die können ihr ganzes Leben mit ihren Sinnesorganen keine Zufriedenheit erlangen. Scratching. Itching one.
Some term is there, doctor term, medical term is there. Also das ist wie so ein Kratzen auf der Haut. I know. So actually, Prahlad Maharaj speaking actually, that if your karma never going to give you satisfaction. That is like So, das ist so wie eine Krankheit, was die dauernd juckt. Das kann nicht weggehen. So macht's Bhajan never try to think that I am doing Raganuga Bhajan, I don't need und denkt nie, dass ihr nicht Nṛsimhadev braucht, weil sie Raganuga Bhajan ausführt. Sogar Srila Prabhupada selber hat uns gesagt. otherwise how we can the flawless bhajan you should do, is right. Ansonsten, You are going to lose your rasa. wie kann man uns befreien von, er kann uns immer befreien You can know, Nṛsimhadeva one day von den with one cloud Schwierigkeiten im spirituellen Leben. running in Navadip road. It's really Chaitanya Bhagavan you can go. Nṛsimha- running in Nṛsimha Bhagavan. Yes. So everybody running. So this is actually gold Nṛsimha Bhagavan. So Vancha kalpataruvascha kripasinveva chapatitanam. What question? One question is, we're hearing that Krishna appears and disappears like different ways. Städten went to top of coconut, Krishna got arrow in a foot. How Nrsimhadeva disappeared? How he went wrong? Now knows Nrsimhadeva disappeared. Right. Now he What lives. happened after that? What happened after that? No, actually Baladev, Nṛsimhadev, they are Leela-avatar. So die Frage war, wie Nṛsimhadev jetzt verschwunden ist von der Welt. So Varaha, Nṛsimha und alle. So Nṛsimhadev, der ist gekommen, hat die Hände gewaschen und ist gesessen und hat gerastet und ist dann verschwunden. In der Form von der Deities, sagen wir. The form of deity is there everywhere. When Hiranyakashipu was torturing Prahlad Maharaj, you can go through 7th canto. I am not speaking in details. You can find Hiranyakashipu putting Prahlad inside cave. So im 7. Kanto, dort ist es beschrieben, wie When Prahlad Maharaj Hiranyakashipu den Nṛsimhadev in Ozean haut. Oder also es sind verschiedene Nṛsimhas, die was ihn da immer wieder retten. Is in Vizag. Vizag, you know Vizag one place? Vizag, you don't know? Odisha Prima, there is Vizag not there. There, actually, Hiranyakashipu throw Prahlad through his servant. I mean, those who are Asura, they throw Prahlad into ocean. Then Nṛsimhadev catch him. That's called Nṛsimha. When inside cave, Prahlad thrown and big stone covering. So, wo Prahlad Maharaj in die Grube Captive geworfen ist und dann mit einem Stein bedeckt. is called Das ist der Nṛsimha, ist Jio Nṛsimha. Jio Nṛsimha. Just Ahaval Nṛsimha. Ahavalli Nṛsimha. It's there, you can go in Andhra. Also der Ort ist in Andhra Pradesh. You can get darshan. Then Dort you kann man get- Darshan kriegen. Ahaval says go time to time, come back, otherwise animal can attract you. We are going daytime, quick, come back. It's there. All Nṛsimha. And when Prahlad Maharaj was giving poison. So, und wo Prahlad Maharaj Gift gegeben worden ist, das ist Nṛsimha. Paranam Vishinga. There you can, all devotees, they are offering sharbat, you know, solution. A special boga, always sharbat. Any sharbat giving, sharbat, always sharbat. Sharbat, you know, solution, nice, mixture, sharbat. It's called Pranam Nṛsimha. So, das ist der Paranana Nṛsimha. When poison was given to Prahlad So, Maharaj, wo Gift gegeben worden ist, hat Prahlad Maharaj gesprochen, oh, heute haben wir das Sarvat gekriegt und Prahlad Maharaj gib ihm Nṛsimhadev das. Und das
Gift wird dann durch das, dass es Nṛsimha berührt, es wird dann Nektar. Und dann trinkt er das. Like in this Kali Yuga also, Mirabai was giving snack, very poison cobra, not cobra. Also in der Mirabai, der Krishna hat da jemand eine Schlange geschickt, eine Kobra, wo sie den Korb aufgemacht hat. Der König hat die geschickt. Er hat gesagt, es seien gewisse Früchte drin. Aber wenn sie aufmacht, sieht sie dann die Schlange dran, die Kobra. Aber sie sagt Giridhari, Giridhari, und dort ist keine Schlange, dort ist... Aber sie hat die Hände gefaltet und hat gesagt, es ist Giridhari. Und hat gelacht. Und die Schlange ist weg. So this way actually. So any more question? So Nṛsimha appears few times before And it is Nṛsimhadeva sometimes appears still today. Like this Gaur-mandal Parikrama Khanda, the Bharadar, the Brahman in Kolobdik, then that Bharadar appeared in Bharadar. Today also he can appear Nṛsimhadeva. It depends if there is a Nṛsimha Bhakta. We are worshipping Nṛsimhadeva. Ultimately we are worshipping Gauranga. So wir verehren Nṛsimhadeva, aber ultimativ Gaura. We are worshipping Nṛsimhadeva means Gaura Nṛsimha. Gaura Nṛsimha. So we are going to get some proper success in Nṛsimhadeva. So one more question. You mentioned that Prahlad didn't have fear, but as soon as it appeared, Prahlad never had fear, right? no, But demigods have fear, but they still devoted, so that means... no. Actually, Prahlad Maharaj, when Brahma speaking, Prabhu, actually for you, Prabhu, actually for you actually Prabhu coming. So Prabhu has a great affection, so you can go. If you like that, actually, when Prabhu is showing this angry attitude, Nṛsimha avatar, So but wenn actually inside affection is there. Nṛsimhadeva seine wütende Form zeigt, Find Prahlad for like you innerlich ist er voll mit Affektion, Zuneigung. This is the reason. Aber wenn dann das kleine Kind zu dir kommt, zum Beispiel, nachher wärst du auch ganz, du kannst die Stimmung automatisch dann verändern. So genau das Gleiche war, so dann ist Nṛsimhadeva war ärgerlich und dann ist Prahlad Maharaj gekommen, der kleine Burna, und ist das Herz geschmolzen vom Nṛsimhadeva. Und nachher ist er Lakshmi Nṛsimha geworden. So, auch wenn Löwe ganz erschreckend ist, aber mit den Babys, dort ist er ganz normal. Er schlägt das Leih ab. Affection, so it's quite natural. So this way actually, Ugro Opi, Anugro, though Ugro, but still it is Anugro, not Ugro, in front of the Ugro. So one chakra goes What time now actually? What is this? Can you sprinkle some Ganga water? What? Can you sprinkle some Ganga water on us and you chant Nṛsimha mantra? Yeah. Last year I was not... Oh, you take this one. It's Ganga water here. Ganga water. But it's better Panchapatra. You take this one. You sit.
ओम नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जस्ते आविराविरो वैणुकवैन सुकर्म सैन रंदे रंदे तुमक ओम स्वाहा अभय महात्मा भीष्टम खमिति ओम खमिति ओम खमिति ओम खमिति ओम खमिति ओम नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जस्ते आविराविरो वैणुकवैन सुकर्म सैन रंदे रंदे तुमक ओम स्वाहा अभय महात्मा भीष्टम खमिति ओम खमिति ओम खमिति ओम नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जस्ते आविराविरो वैणुकवैन सुकर्म सैन रंदे रंदे तुमक ओम स्वाहा अभय महात्मा भीष्टम खमिति ओम विष्णु ओम स्वस्ति न विद्वस्रवः स्वस्ति न पुष्यविश्ववेदाः स्वस्ति न हस्तोरुष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददातु ओम गणानान्त गणापतियं हवामहि ओम प्रियानान्त प्रियापतियं हवामहि ओम निधीनान्त निधिपतियं हवामहि वसो मम विधि ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम स्वस्ति 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 न विश्व ओम स्वस्ति न इंदो ओम स्वस्ति न ओम स्वस्ति न इंदो विद्वस्रवः स्वस्ति न पुष्य विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्कोरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम गणानां त गणापतियं हवामहि ओम निधीनां त निधिपतियं हवामहि ओम प्रियानां त प्रियापतियं हवामहि वसमो हृदि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। या ओम जय नृसिंहदेव जय प्रभुपाद जय गुरु महाराज की।